Die Ankündigung der HTC Vive Pro weckte in mir hohe Erwartungen, die leider durch die ersten Tests stark gedämpft wurden. Gestern Morgen kam ich aus dem Urlaub zurück und zu Hause wartete schon das brandneue Headset auf mich. Und in den nächsten Minuten erfahrt ihr, wieso ich das Headset zuerst zurückschicken wollte und weshalb ich es jetzt doch behalte. Herzlich willkommen bei Tracktime TV, eurem Kanal für High-End Sim Racing. In der Lieferung der HTC Vive Pro 2 ist nur das reine Headset enthalten. Man benötigt, um es zu betreiben, also noch mindestens die Base Stations, die ja auch Lighthouses genannt werden, um das Headset überhaupt betreiben zu können. Ich habe mir im Vorfeld schon eine Base Station 2.0 zugelegt. Die habe ich auf eBay gekauft, weil im stationären Handel sind die ja, oder im Handel generell sind die ja ausverkauft. Und dann habe ich das Video von Voodoo VR gesehen und da kam dann gleich der Hinweis, dass man 2 Base Stations benötigt, um das Setup überhaupt auszuführen zu können. Ich war gestern also ziemlich unsicher, ob ich überhaupt testen kann und ob ich die Vive Pro 2 überhaupt installieren kann. Aber hier gleich die Entwarnung. Im Vive Setup wird zwar gesagt, man müsse 2 Base Stations anschließen, das wird aber überhaupt gar nicht überprüft. Und man kann nach Ablauf eines Timers einfach auf Weiter klicken. Also für uns SimRacer gilt, Headset und eine Base Station reichen aus, um die Vive Pro 2 betreiben zu können. Das Setup selbst gestaltete sich ziemlich intuitiv. Man wurde noch aufgefordert, die aktuellsten Nvidia-Treiber zu installieren. Das Headset erhielt dann noch ein Firmware-Update. Und schon war man am Start, Viveport wurde installiert und die Sache war relativ schnell erledigt. Das Headset selbst entscheidet sich von der Hardware kaum vom Vorgänger, das war ja bekannt. Und wie auch beim Vorgänger passt die Maske wirklich sehr gut persönlich zu meiner Gesichtsform. Bei mir fällt kaum Licht ein und das Headset ist auch wirklich sehr bequem für mich. Was ich persönlich aber für den professionellen Einsatz, wofür das Headset ja gedacht ist, nicht verstehen kann, ist, wie man diese Schaumstoffpolster verwenden kann, die dann auch noch mit Stoff belegt sind. Das ist für mich, für ein professionelles Headset wirklich nicht nachvollziehbar. Da schwitzt man drunter, das saugt sich dann mit Schweiß voll. Und außerdem ist es auch beim Anziehen des Headsets, das gleitet schlecht über die Haare und also ich finde es äußerst unkomfortabel. Man muss also das Headset immer lockern, um es aufzusetzen. Dazu muss man auch die Kopfhörer auf die Seite klappen. Und die Prozedur finde ich als erstes Feedback gleich zur Vive Pro 2 als extrem lästig. Wobei ich sagen muss, ich habe ja gedacht, dass die Kopfhörer nicht so toll sind, aber wieder erwarten finde ich die eigentlich besser als die von der G2 oder von der Index. Und zwar nicht, weil der Sound besser ist, der ist etwas schlechter, aber durch das Aufliegen von den Kopfhörern, was ich ja in den letzten Monaten nicht mehr hatte, wird man viel mehr abgeschottet von der Außenwelt und man taucht viel mehr in die Simulation ein und hört keine Nebengeräusche und fühlt sich wirklich viel mehr, als würde man in dem Auto sitzen. Beim ersten Aufsetzen von der Brille fiel es mir auch zunächst relativ schwer, eine Einstellung zu finden, mit der ich zurechtkomme, wo ich dann auch wirklich überall scharf sehe. Und mit ein bisschen Probieren findet man dann aber auch den Sweet Spot, so dass das Headset optimal auf dem Kopf sitzt. Und der erste Eindruck war dann gemischt. Ich muss dazu sagen, dass ich am Anfang wirklich ausschließlich in iRacing getestet habe und da berichte ich jetzt zunächst von den Erfahrungen. Die Farben vom Headset sind deutlich satter und deutlich natürlicher als bei der G2. Bei der G2 hat das Ganze ja immer so ein bisschen matt gewirkt. Das ist jetzt bei der G2 deutlich lebendiger und wirklich natürlicher. Und auch die Größe des Blickfelds ist deutlich größer. Das Field of View ist deutlich größer als bei einer Reverb G2. Ich habe dann auch 2 dünnere Gesichtspolster probiert, unter anderem ein
ganz dünnes, so wie dieses hier. Und da wird das FOV dann auf einmal riesig. Mit einem gewaltigen Nachteil, weil je dünner das Polster ist und je näher ich mit den Augen an die Linsen komme, umso heißer wird es unter dem Headset. Und für mich sogar absolut unangenehm heiß. Und wenn ich mir das Ganze in einem Rennen vorstelle, in dem ich sowieso schon schwitze, kann ich mir das nicht vorstellen und könnte mir zudem noch vorstellen, dass man Probleme mit dem Beschlagen von den Linsen bekommt. Also ein ganz dünnes Polster geht für mich daher gar nicht. Ich habe ein mittler dickes genommen, da habe ich dann ein größeres FOV. Das ist auch, ich glaube, von VR Cover, ich bin mir gar nicht sicher, oder ein anderes. Es passt da auf jeden Fall das normale Vive Cover drauf. Und damit habe ich dann ein größeres FOV, einen besseren Komfort, weil das ja auch Kunstleder ist. Und schwitzt dann trotzdem nicht so wahnsinnig drunter. Übrigens, was mir nicht aufgefallen wäre, hätten nicht alle Tester darüber gesprochen, ist dieses merkwürdige Seitenverhältnis des alle monieren. Die sagen ja alle, das wäre, als würde man durch einen Briefkastenschlitz schauen. Das Sichtfeld ist horizontal deutlich breiter als bei einer G2 und vertikal würde ich mal subjektiv behaupten gleich. Ihr könnt euch die anderen Tests von Voodoo VR oder von MRTV oder von wem auch immer noch anschauen. Die haben das ja in epischer Breite erklärt. Ich habe da keine Messungen durchgeführt, aber ich empfinde es subjektiv überhaupt nicht so, als würde man durch einen Briefkastenschlitz schauen, sondern für mich ist das FOV und auch das Seitenverhältnis wirklich super. Auch die Edge-to-Edge Clarity, das heißt, wie groß ist das scharfe Sichtfeld, finde ich gut. Und erst im Randbereich wird es ziemlich unscharf. So man denn in iRacing, und darauf beziehe ich mich jetzt gerade, überhaupt von Schärfe sprechen kann. Insgesamt wirkt das Headset nämlich deutlich unschärfer als eine G2. Vor allem Objekte in der Entfernung wirkten unscharf. Und ich habe das ganze Headset erstmal ohne Motion probiert. Und auch da strengte es meine Augen schon ziemlich an. Das eigentlich Schlimme war aber, sobald ich mein Motion Rig eingeschaltet habe, wurde das Bild extrem unscharf, schwammig. Es war nicht mehr synchron zu den Bewegungen vom Simulator und mir wurde wirklich speiübel. Es war absolut unfahrbar. Ich habe das Ganze auf den Glare-Effekt, also die Entwicklung von God Rays, das sind diese, diese Strahlen, die dann, oder helle Farben, weiße, die dann diese Strahleneffekt verursachen. Das war für mich auch verkraftbar. Es ist zwar deutlich mehr als bei der G2 und ich kann mir auch vorstellen, dass es bei einem Nachtrennen störend wirkt. Ich bin noch keins gefahren, aber dass es da auch beeinträchtigt, aber ganz so schlimm, wie es überall ist oder wie es überall beschrieben wird, empfinde ich es persönlich nicht. Und ich vermutete, dass dieser Schlieren-Effekt mit eingeschalteten Motion durch die God Rays verursacht wurde. Ich versuchte alle Varianten und Auflösungen, aber nichts half. Man konnte bei dem zittrigen Bild überhaupt keine Linie mehr treffen und es war wirklich extrem anstrengend zu fahren und wie gesagt, mir wurde schlecht. Da ich ein absoluter Motion-Fan bin, auf gar keinen Fall auf das Motion in meinem Simulator verzichten wollte, stand für mich also mein Urteil relativ schnell fest. Die Pro 2 ist zwar gut, aber nur für Leute ohne Motion. Und ich werde das Ding wahrscheinlich zurückschicken. Ich habe dann aber doch mal im Internet recherchiert und die Recherchen brachten mich drauf, dass es in iRacing schon vor längerer Zeit ein Problem mit dem Tracking von der Vive gab. Und also habe ich mal eine andere Simulation angeworfen, rFactor 2, und mit der Pro 2 versucht und mit eingeschalteten Motion. Und siehe da, das Ergebnis war wirklich perfekt. Selbst mit deutlich zu stark eingestellten Motion war das Bild einwandfrei, es war nicht zittrig, es war synchron zu den Bewegungen und ich habe die Linie perfekt getroffen, konnte also wirklich auch mit Motion perfekt fahren. War ein super großes Blickfeld, glasklares und butterweiches Bild, ein Top-Tracking, so wie ich es eigentlich erwartet habe. Das Ganze habe ich dann auch nochmal mit Automobilista 2 probiert und auch hier
bei sehr starken Bewegungen zitterte das Bild nicht wie bei der Reverb G2 und erst recht nicht wie mit dem gleichen Headset, also mit der Pro 2 in iRacing, wo es unfahrbar ist. Also war die große Hoffnung in das Headset, dass die Verbesserung des Trackings zur Reverb G2 eintritt, vor allem auch mit dem Lighthouse-Tracking, bei den Titeln zumindest absolut erfüllt. Und mein persönlicher Eindruck war, dass es die absolut beste Brille ist, die ich jemals für Simracing aufhatte. Was allerdings bei Automobilista und bei R-Factor mit einem schwarzen Ladescreen besonders auffiel, war der Glare-Effekt. Man sieht den wirklich ganz stark auf schwarzem Untergrund, sieht man die God Rays und am Randbereich vom Sichtfeld sieht man die Ringe der Fresnel-Linsen und trotzdem ist der Eindruck in Automobilista wirklich großartig. Die God Rays stören bei Tagfahrten überhaupt nicht. Ich nehme sie kaum wahr und ich habe mich mit der Brille noch nie mehr in eine Simulation reinversetzt gefühlt als mit der Pro 2. Und deswegen habe ich auch geschaut, woran das denn liegt mit diesen starken Störungen in iRacing. Und siehe da, ich wurde fündig. Und zwar gab es bereits 2008 in der Season 1 den Patch 1 und da wurde ein neues Setting in der Renderer DX11 INI eingeführt, und zwar der Prediction Mode. Wenn man den Prediction Mode in der Sektion OpenVR auf die Einstellung 2 setzt und zusätzlich habe ich noch das Alignment Fix auf 3 gestellt und es war perfekt. Das Erlebnis in iRacing war wirklich wie ausgewechselt. Selbst auf einer extrem holprigen Strecke wie in Sebring kann man noch mit normalen Motion-Einstellungen fahren und sieht dennoch die Strecke gut. Mit der Reverb G2 ist es absolut unmöglich und ich musste mit der G2 das Motion immer wirklich auf ein Minimum reduzieren, dass ich überhaupt noch was sehen konnte und überhaupt meine Linie getroffen habe. Was mir außerdem positiv aufgefallen ist, ich hatte niemals ein Auftreten von diesem Stuttering-Problem, dessen Ursache wohl der Nvidia-Treiber ist. Bei der Reverb G2 musste ich oft mehrmals die Simulation und teilweise auch den gesamten Rechner neu starten, bis dieses Geruckel verschwunden ist und ich überhaupt fahren konnte. Mich hat es extrem gestört, wenn da die Frame Drops drin waren und das Bild immer wieder ausgesetzt hat. Da konnte ich nicht fahren und deswegen habe ich da immer wahnsinnig viel Zeit verwendet, um den Simulator überhaupt vernünftig ans Laufen zu bekommen. Die Pro 2 läuft auch in iRacing jetzt mit den absolut höchsten Settings bei 120 Frames per Second absolut stabil und butterweich. Damit sind meine Erwartungen in die Brille persönlich mehr als erfüllt. Und die Brille, die nun weichen wird, ist nicht die Vive Pro 2, sondern die Reverb G2. Mit der G2 hatte ich auch etliche Probleme, von denen ich auch kurz berichten möchte. Und es war vor allem, dass sie ständig ausfiel. Das heißt, sie wurde schwarz, die Bildschirme wurden schwarz und das absolut unvorhersehbar. Dann waren sie manchmal 2 Sekunden aus und manchmal 10 Sekunden. Und ich konnte das Problem nicht lösen. Ich habe da den Support von HP kontaktiert und die waren dabei alles andere als kulant und auch alles andere als verständnisvoll. Ich musste x E-Mails schreiben, Fehlerberichte schicken und es dauerte Wochen, bis HP sich dann bereit erklärt hat, mir ein Austauschgerät zu schicken. Das Austauschgerät funktioniert jetzt klaglos, bis auf die üblichen Nachteile, die wohl bekannt sind. Und die größten Nachteile von der G2 waren für mich folgende. Zum einen das vergleichsweise kleine Gesichtsfeld, das, wie ich jetzt erkennen kann, mit der Vive Pro 2 wirklich deutlich besser ist. Das sehr häufige Stuttering, sodass ich den Simulator, wie gesagt, neu starten musste. Ein großer Nachteil war, wie gesagt, auch der Rechnerstart und der Rechnerneustart durch das Stuttering und auch selbst beim Rechnerstart wurde die Brille oft nicht erkannt. Das heißt, dann ging Windows Mixed Reality auf und sagte, dass die Brille nicht erkannt wurde. Man muss den USB-Stecker raus und wieder reinstecken, die USB-Verbindung trennen und dann
wurde die Brille auch wieder erkannt. Nicht schlimm, hat mich aber genervt. Auch bei der Pro 2 ist nicht alles Gold, was glänzt. Natürlich, sie ist noch nicht perfekt, aber sie ist für mich momentan wirklich mit Abstand die beste Brille für Simracing. Und auch die Nachteile möchte ich nicht unerwähnt lassen. Ich habe ja schon gesagt, dass sie zum Beispiel deutlich wärmer wird als die G2, insbesondere mit einer dünnen Maske. Je näher man mit den Augen an die Linsen kommt, umso heißer wird sie. Das heißt, wie gesagt, ein Mittelweg ist da von der Polsterung dann wahrscheinlich das Ideale. Die Stoffpolsterung ist für mein Empfinden unkomfortabel und unhygienisch. Und dieses Rad am Hinterkopf zur Arretierung vom Kopfband, das ist mir früher nie aufgefallen, aber mittlerweile stört es mich. Wenn ich besonders den Kopf nach hinten lehne, an die Kopflehne vom Sitz, stoße ich da immer an. Und das finde ich persönlich unbequem. Für mich sogar ein größerer Nachteil. Die God Rays sind, wie gesagt, deutlich ausgeprägter als bei der G2 und auch die Soundqualität ist nicht so hoch, aber für meine Begriffe absolut ausreichend. Was ja überall erwähnt wurde, in jedem Test von der Pro 2 ist das schlechte Mikrofon und das ist auch wahr, das ist beschissen. Aber man muss ja auch sagen, dass in iRacing die meisten anderen Fahrer deutlich schlechtere Mikrofone verwenden. Da versteht man ja den Fahrer kaum was, wenn der in den Chat was spricht. Also insofern ist es auch zu verkraften und wenn man da einen Schaumstoff draufklebt, dann sind auch die lästigen Popgeräusche weg. Und wie gesagt, der Komfort lässt beim Aufsetzen der Brille für mich persönlich auch zu wünschen übrig. Mit der Viveport-Software hatte ich im Übrigen auch keine Probleme. Da wird ja auch oft darüber berichtet, dass der komplette Rechner abstürzt und so weiter. Ist mir nie aufgetreten. Das Einzige, was passiert ist, dass bei einem Wechsel vom Darstellungsmodus, also wenn ich die Bildschirmfrequenz oder die Auflösung geändert habe in Viveport, SteamVR meistens abgestürzt ist. Aber das hat sich dann selbstständig neu gestartet, so dass nach 2 Sekunden das ganze System wieder lief wie vorher, kam eine Fehlermeldung. Für mich persönlich jetzt absolut verkraftbar und ich wechsle ja auch nicht ständig hier die Auflösung oder die Bildwiederholfrequenz. Die absolut klaren Vorteile von der Pro 2 für mich sind aber das breite FOV. Und mit diesem FOV sieht man jetzt keinesfalls weniger, als wenn man in einem echten Wagen einen Helm auf hat. Daher für mich, und ich bin ein Simulationsfan, ich mag es wirklich wie in echt, eigentlich perfekt für die Simulation. Der wesentlich größere scharfe Bereich ist super. Ich finde auch diese On-Ear-Kopfhörer besser. Und was ein wirklicher Gamechanger für die Immersion ist, ist die 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, das für ein absolut flüssiges und butterweiches Bild sorgt und für mich persönlich auch für ein besseres Geschwindigkeitsgefühl sorgt. Wie alle schon beschrieben haben, der Fliegengitter-Effekt ist weg. Der war für mich schon bei der G2 weg. Man hat schon wirklich ganz genau hinschauen müssen, um da noch welche Fliegengitter zu entdecken. Aber bei der Vive Pro 2 ist jetzt wirklich gar nichts mehr erkennbar. Und das Bild ist mit einem Monitorbild vergleichbar. Das Tracking durch das Lighthouse-Tracking, auch das wurde überall zitiert, wie toll das ist und das ist auch wirklich so. Das Tracking ist top und gerade für Motion-Fahrer, wo das Inside-Out-Tracking bei den Windows Mixed Reality-Brillen nicht ganz so genau war dann das Bild eben nicht mehr synchron zu dem Motion, was dann dafür gesorgt hat, dass das scheinbar verwackelt war und ich dann einfach nichts mehr gesehen habe. Das ist jetzt hiermit auch Geschichte. Ich habe kein Stuttering mehr und wie gesagt, die Farben sind deutlich satter und deutlich realistischer. In Summe ist das Headset einfach nur geil und ich bin wirklich begeistert. Für mich persönlich war das jeden Cent wert und wenn man bedenkt, dass man eigentlich nur ein Lighthouse braucht, dann ist das System auch für Simracer nicht gerade unerschwinglich, nicht wesentlich teurer als jetzt beispielsweise eine Reverb G2, bei der man immer Hardware mitkauft, die man eh nie benutzt.
wie gesagt, die Controller. Ich benutze die eh nie und insofern, die brauche ich nicht, sind bei der Vive Pro 2 nicht dabei. Insofern für mich kein Verlust und nicht wesentlich teurer. Ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat und ich freue mich auch über euer Feedback. Lasst mir einen Daumen da und wenn ihr künftige Videos nicht verpassen wollt, denkt daran, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns auf dem Track. Euer Nico.